Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wie geht es Ihnen? Gut. Ihnen auch? Ja, und dir? Sehr gut. Ja, doch. Es gibt wieder Pläne. Und das Ding ist einfach, dass was wir jetzt gleich machen, steht eigentlich schon in meinem Kopf fest. Ja. Weil es zu spät ist. Das stimmt. Es ist wirklich zu spät, das weiß ich auch. Andere Autos kamen irgendwie vor und sowas. Jetzt waren wir am Nürburgring, haben mit den Jungs auch gequatscht. Das war ja auch alles ganz geil. Und deswegen haben wir uns gedacht, bis jetzt denke ich das noch, weil preislich kann man eigentlich nur zurechtkommen, weil das preislich eigentlich sehr gut aussieht, dass wir uns einen i30N holen. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Weil das Ding ist einfach, jedes Mal, wenn ich gefahren bin, habe ich mega Spaß gehabt. Preis-Leistung ist mega gut. Alles ist brutal. unfassbar. Ich habe gestern Abend noch im Konfigurator rumgeguckt und ich habe mich, einfach aus meinem Inneren raus, ne? Ich habe mich gefragt, warum hast du so ein Auto nicht vorher geholt? Man beschäftigt sich mit dem Auto und mit dem Auto und dann denkst du, ja, ist ganz geil. Und dann, ja, Kosten müssen wir gucken. Und dann guckst du dir, was der i30N, was der kostet als Fastback, da fällst du vom Stuhl. Alles echt krass. So, das ist der erste Händler hier bei uns in der Gegend, der irgendwie größer ist, ne? Wir sind bei Damas. Ja. Recklinghausen. So, aber Die jetzt, haben auch so einen Iron Man Kona. was ist das? Das ist ein Kona mit Marvel in Kooperation als Iron Man Edition. Krass, das ist einlackiert. Ist das eine andere Haube jetzt oder ist das dieselbe Haube? Nee, das ist eine andere Haube. Die Serienhaube sieht anders aus. Guck mal hier. Ey, guck mal hier. Ja, ich hab den schon mal gesehen, der ist Guck geil. mal hier. Geil. Guck mal, der Tacho. Siehst du das? Die ganzen... Die grauen Sachen, ja. Ja. Guck mal, den Unterstieg von Tony Stark. Und was ist das jetzt für ein Auto? Ein Kona, Hyundai Kona. Was für ein Motor? Ist das jetzt so ein Elektro? Nein. Motor weiß ich nicht. Den Kona gibt's auch als Elektro. Ich weiß nicht, ob das ein Elektro ist. Guten Tag. Hallo. Hallo. Was meine ich? Komm mal her. 33,6. Ja. Und der kostet dann, also mit Ausstattung, ne? Kommt dann dazu. Und dann mit Nachlass kostet das Ding dann 30,9. Der hat Ausstattung, der hat Ausstattung für 6.000 Euro und dann kostet das Ding sich 30.900 Euro. Ja, pass auf. Das ist hier dran geschrieben, das heißt, da geht bestimmt noch was. Das mache ich schon. Und du hast 275 PS. Für das Geld. Und wie wir wissen, fährt das Auto gut. Weil es fährt ja wirklich gut. Das ist ja nicht, dass es nur so, oh, viel Motorleistung, mal gucken mal, sondern es fährt ja echt gut. Das sieht auch echt geil aus, das Teil hinten. Ne? Ja. Was findest du denn besser? Ich finde den Fastback besser. Und welches? Wir holen mal einen Verkäufer, ne? Ja. Weil du kennst, ich weiß, Movo kennt gut aus. Ja, mit dem kenne ich mich wirklich gut aus. Hallo, hi. Herr Kremer, Ja. Waschkowski, Ja. hallo, moin, hi. Hallo. Ja, wir wollen uns mal so einen i30N angucken. Sehr, sehr gerne. Was würdest du empfehlen, normal oder ein Fastback? Das ist Geschmackssache. Darf Das ich ist du richtig. sagen? Ja, natürlich darfst du sagen. Perfekt. Wir haben einmal hier den normalen und wir haben hier vorne den Fastback. Ja, seit wann gibt es einen Fastback? Der kam etwas später auf den Markt. Rein technisch gesehen, gleiche Autos. Ebenfalls 275 Wirklich gleich? PS. Ja, Radstand gleich. ja. Okay. Kofferraum ein bisschen größer, Fahrzeug ist etwas länger. Aber Radstand ist gleich, ne? Ja. Zweimal 2 Liter Turbo, 275 PS. Also 2 Motoren drin. Nein. Jeweils eine. 353 Newtonmeter. Ja, datenmäßig beides Bescheid und soundmäßig auch. Jetzt haben die neuen Autos alle OPF, richtig? Richtig. Dadurch ist man Ich ein weiß bisschen nicht, leiser was geworden. ich gerade merke, was wirklich anders ist diesmal bei mir, ist Folgendes. Und zwar, ich weiß dass ich das Auto will. Okay. Weil sonst Macht es mir leichter. Nee, genau, ist auch so. Das ist alles gut, weil sonst habe ich manchmal das Problem, dass ich so im Überlegen bin und Farbe weiß ich sogar auch schon, glaube ich. Dann Du weißt es nicht, ne? Ich kann es mir vorstellen, ja. Dann gibt es bei Hyundai gar nicht mehr so viel, was man wählen kann. Ich habe im Konfigurator eine Domstrebe hinten, ne? Ja, gibt's für beide Modelle. Liegt Hat der das drin? 180 Euro, lass uns reinschauen. Gibt nochmal 6% mehr Steifigkeit. Der hat sie jetzt nicht drin, er nicht aber man drin. könnte die hier nachrüsten. Die Aussparung ist schon gegeben hier vorne. Dann kommt das hier rein, ne? Genau, exakt. Okay. Und Lieferzeit für so ein Auto? Für wann brauchst du es denn, das Auto? Gestern. Also 4 Gestern. Stunden so. Ganz so schnell sind wir vielleicht nicht. In der Regel sprechen wir von 3 bis 6 Monaten. Circa. Ja? Ja, weil die Nachfrage relativ groß ist. Der läuft gut. Preis-Leistung ist einfach gut. Ne? Bei uns kostet so ein Auto Pi mal Daumen um die 30 und dann hast du eine tolle Ausstattung. Der hat jetzt noch das Komfortpaket drin für 1.700 Euro. Das heißt elektrische Sitzverstellung. Du hast die Memory-Sitze mit drin. Okay. Was kann ich ausstatten jetzt hier? Du könntest, wie gesagt, bei diesem Fahrzeug nehmen Navigation. Die würde ich dir empfehlen. Die kostet Ja, klar. 600 Euro.
Dann gibt es... wenn ich es nicht nehme, ist hier kein Display? Doch, allerdings nur halb so groß. Nee, auf jeden Fall Navi, ja. Das Okay. Navi ist gebongt. Dann könntest du haben das Komfortpaket. Wie gesagt, dann hast du Stoffleder, hast eine elektrische Sitzverstellung. ist der Komfortsitz. Genau, das ist das Komfortpaket, was jetzt aktuell drin ist. Und? Was sagst du? Ja, was soll ich sagen? Also wenn du in den Autos drin sitzt, passiert Folgendes in deinem Kopf. Du denkst dir, ja, ist ja nur ein Hyundai. Aber ist ja, also was wirklich extrem ist die Anmutung. Wenn du drin sitzt, dann weil Hyundai hat für den Europäer oder den Deutscher so diesen Beigeschmack, ja, was soll das denn sein? So, jetzt sitze ich drin und ich denke mir so, kein Bauteil stört mich. Ja? Das ist bei anderen Herstellern oftmals ganz anders. Und wenn du dann das Preisschild siehst, Preis-Leistung, eins unserer größten Pluspunkte, was wir haben. wie viele von den Dingern verballert ihr hier? Wir haben unsere eigenen Erwartungen weit übertroffen. In Deutschland sind über 6.000 bereits verkauft worden. Ich wollte fast was sagen, was im Auto aus mir nicht sagen darf. Was? Ja. Hyundai war selber positiv überrascht, wie gut sich das Auto verkauft. i30 oder i30N? i30N. Wie viele? Über 6.000 seit Markteinführung. Und Deutschland ist auch in Europa der größte Markt für den N. 6.000? Über 6.000 Fahrzeuge. Kann man machen. Kann man machen. Ich habe gedacht 1.500. Nee. Also da haben wir den einen oder anderen, der vielleicht sich sonst für einen gebrauchten GTI interessiert hätte, mit diesem Auto abgeholt. Und 5 Jahre Garantie. 5 Jahre, sogar ohne Kilometerbegrenzung. Digga, ciao. Das ist krass. Und ohne Tuningbegrenzung. Ja, so halb, ne? Der andere hat den Sitz, oder? Ja, wenn du magst. Nee, Komfort. Du bist ja was größer gewachsen und deshalb ist das vielleicht für deine Oberschenkel nicht vom Nachteil, wenn du den Sitz etwas verlängern kannst auf lange Etappen. Verlängern geht bei beiden oder geht... Bei dem nur der Fahrersitz, wenn du das Komfortpaket für 1.700 € mitnimmst, dann hast du es für beide drin. Ich bin nie Beifahrer. Okay. Ein schlechter Beifahrer, oder? Bin ich schlechter Beifahrer? Geht. Geht? Okay. Geht. Doch, eigentlich geht's wirklich. Mal so, mal so. Okay. Hast du denn irgendwas an Fragen? Darf ich dir irgendwas zeigen? Ich habe ohne Ende Fragen. Okay. Hau raus. Gut, den haben wir jetzt selber so ein bisschen hübsch gemacht. Der hat jetzt Federn gekriegt. Nur Federn? Nur Federn. 30er von H&R. Der steht aber schon ziemlich spack im Haus, doch. Aber ich denke, der Fastback ist für mich interessanter. So, jetzt Dann bleiben wir beim also was kann ich alles ausstatten? Du kannst die Navigation nehmen, worüber wir gesprochen haben. Ja. Für 600 €. Ja. Du kannst nehmen das Komfortpaket für 1.700 € mit der Stoff-Leder-Kombination. Dann elektrische Verstellung, elektrische Lendenwirbelstütze und dergleichen. Ja. Aber können- schwerer wieder ein bisschen, ne? Ist ein bisschen schwerer, klar. Jede Ausstattung bringt ein paar Kilo zusätzlich auf die Waage. Ja. Dann kannst du nehmen die Domstiele hinten für 180 €. Ja. Und das Panoramadach für 1.100 €. Hast du ein Bild vom Panoramadach beim Fastback? Jo, Okay. besorge ich dir, klar. Ich komme mit. Ist das ein Was für ein OPF-Auto? Ja, ist Kann ein ich die mal aktuelles hören? Auto. Selbstverständlich. Welche Farbe willst du nehmen? Grau. Ja, ne? Aber nicht das Grau Metallic, sondern Grau Uni, ne? Ja. Bitteschön. Smart Key Systeme im Übrigen haben die Fahrzeuge serienmäßig. Wie viel Klangunterschied macht das aus? OPF, nicht OPF? Der hat einfach eine andere Frequenz. Bassiger die, so, die, ne? Genau, die vorherigen hatten 109, jetzt hast du 91, aber ich würde den immer noch nicht als leise betiteln. Nee, Ganz im Gegenteil. leise will ich auch also nicht für eine sagen. Serienanlage ist das schon sehr, sehr gut. Knallen und Schießen macht er genauso, ne? Macht er ebenfalls. Wenn du dem ein bisschen Zeit Ja, gibst, genau, der ein muss bisschen aus dem Temperatur Kaltstart raus und dann macht er es auch. Genau. Das will ich jetzt hier drin nicht machen, deswegen. Ja. Hast du einen zur Profahrt da? Irgendwas? Ich kläre das, wenn du mir 2 Minuten Zeit gibst. Doch, kurz fahren würde ich schon gerne. Ja? Kriegen wir bestimmt hin. Ganz klar mit. Jo. Rot finde ich auch gut. Der Rot finde ich nicht so geil. Ich bin eher der Dezentere. Danke sehr. Sehr, sehr gerne. Zur Bedienung irgendwas an Fragen oder kommst du recht? Ich erkunde das immer selbst gerne. Kein Problem. Aber wir sind auch gleich wieder zurück. Ich gehe rucki Kein Problem. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Danke Fahrt. sehr. Bis gleich. Sehr gerne. Du merkst jetzt schon auf dem Parkplatz rangieren, dass es nicht fährt, wie ich erwarte. Und das Panoramadach finde ich ganz geil. Der ist sogar Rev-Match, oder? Ja. Serie? Ja. Lenkung, ich kann es separat auch konfigurieren, ne? Alles. Weil die Lenkung ist wieder schwer, das Du finde ich kannst, nicht so glaube ich, geil. 2000 verschiedene Konfigurationen machen, was den End-Custom-Modus angeht. Manchmal fühle ich mich so ein bisschen wie ein Verkäufer. Doch, er ist ein Tick leiser. Ja, aber die Jungs, die stehen alle halt auf das Knallen und das ist eigentlich noch genauso.
genau das. Das ist ja wirklich genauso laut. Ja. Schon klar. Ist schon vorbei. Was ich aber fast am besten finde, ist die Lenkung. Ja, ist echt gut. Lenkung und Fahrwerk finde ich fast am besten von allen Sachen. Aber auch die Lenkung jetzt auf N, ne? Also auf der härteren Seite des Lebens. Ja. Da stehst du ja eher auf die weichere Seite. Genau, ne? eigentlich eher weicher. Aber ich finde die Lenkübersetzung, also Lenkgefühl, wie der den Nackel, wie der so die Räder dreht und dann im Verhältnis zu dem Traktionslevel und Leistung und Differential, sowas. Hört man das in der Kamera? Ja, bestimmt. Das Trieb ist auch sehr gut. Solche Sachen wie, wenn ich den Gang reinmache als Manuellauto und ich komme hinten in der 2 an, das hier. Ja. Wie sich das anfühlt, ne? Dieses Einrasten. Genau. Ja. Es gibt Autos, die wollen auch Sportwagen machen und du schaltest von 1 in 2 schnell. Und dann ist der, guck mal, geh mal drauf, dann ist das hier nicht ein Ende, sondern hier kannst du dann noch so rummatscheln. Aber guck mal hier, hör mal. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das gibt dir das Gefühl, du bist ein DSG-Arm. Und auch so ein Wertigkeitsgefühl halt. Total. Auch. Der Gang ist drin. Ich weiß genau, wann der drin ist und ich kann den auch mit Kraft einlegen. Und das Auto macht nicht so, oh, das war zu feste. Ja. Wenn jetzt so ein Polo oder sowas, dann ist das so matschig am Ende. Guck mal hier. So auf. So. Es hat boom, boom. Wo ich meistens am Nörgeln bin, ist Navi, ist besser als im Lexus. 1000-mal besser als im Lexus. Ne? Andersrum, es ist halt voll auf der Höhe. Mich stört gar nichts, oder? Ja, das finde ich halt ultra, ne? Ja, dieses Innendisplay. Das ist echt geil. Differential kann ich auch vorstellen. Ach, leck mich. Ja. Ach, wie geil. Krass, ich kann sogar die Schaltgeschwindigkeit anpassen, wie schnell Refmatch ist. Aber ich merke gerade, ich mache immer schon selbst Refmatch. Ja, Lassisee kann gut werden. Ja, glaube ich auch. Ja, komm, wir drehen um. Da will dann nicht seinen Tank leer fahren, ne? Obwohl, ich würde gerne mal eine Kurve. Da kommt jetzt eine Kurve, ne? So, ich lenke jetzt wirklich zu hart. Ja, ist ein Spielzeug. Es ist ein sehr geiles Auto, was total durchdacht ist, was von der Preis-Leistung passt, was von Haus auch schon viel Leistung hat. Ich will gucken, wie viel Leistungspotenzial wirklich drin ist. Weißt du schon irgendwas? Welcher Tuner irgendwie wie viel Leistung hat? Gar nichts. Null. Also ich habe mir den Lader ja mal angeguckt, auch in dem anderen Video. Vom Ladergehäuse würde ich schon sagen, sprechen wir von der Beschleunigung. Das sind 275. Also 380, 390, knapp unter 400 sehe ich hier schon. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Upgrade-Lader noch sowas rein. Also, und das Ding ist, bei dem Auto, natürlich weiß ich, das sind 30.000 Euro viel Geld. Das verstehe ich, natürlich sind 30.000 Euro viel Geld, aber 30.000 Euro. Für das Auto. Genau, du musst es ja immer im Verhältnis sehen. Also ich finde 30.000 Euro für das Auto nicht viel Geld. Was, du bist Movo, ne? Mr. Motorwoche. Ja. Was kostet mich ein GTI Performance? 42 oder so? Ausgestattet oder nicht ausgestattet? Mit ungefähr derselben Ausstattung. Dann hat er 210 PS. 230. 230 Oder PS. Facelift glaube ich 245. Als GTI? GTI Performance, ja. Dann kostet er wie viel? Ich glaube 42 rum. Liste. Okay, würde ich nicht kaufen. Im Vergleich. Mache ich auch nicht. Ja. Stell mal hier hin, ne? Wendekreis ist nicht so gut. Was würdest du ändern an? Also wo sagst du, das ist nicht so geil? Ich weiß gar nicht, ob es den Fastback auch ohne rote Nähte gibt. Das finde ich nicht so geil bei dem. Der hat ja diese babyblauen Nähte hier überall. Ne? Mhm. Und der Fastback hat ja überall diese roten Akzente. Das weiß nicht, das ist nicht so meins. Aber ich weiß nicht, ob man das ohne bestellen kann. Keine Ahnung. Ja, komm. Aber das ist halt Geschmackssache. Ne? Ja. Sonst kannst du hier wirklich nicht schmeckern. Einfach für den Preis. Das Material vom Handbremsgriff. Mhm. Ja, das Material und das Material. Ja. Bis hierhin. Die finde ich nicht so gut. Ab hier wird ja anders und das finde ich top. Aber da denke ich mir auch,
lieber so und dann weniger Geld zahlen, wie dass sie da irgendwas Hochwertiges machen und du hast dann 5.000 Euro mehr, weißt du? Du hast vollkommen recht. Du hast wirklich recht. Ich habe mich gerade selbst wieder erwischt. Ja. Man sucht das, man will nörgeln. Genau. Aber zahlen will ich auch nichts. Ich will einfach nur gut, aber nichts zahlen. Das ist ja genau der Punkt. Ja, solange es robust ist und hält und man das Spaß damit hat, ist ja cool. Ich nehme viel lieber die 30 Mille in Kauf und sage, das ist cool. Mhm. Ja, genau. Anstatt dass ich jetzt 40 zahle und das ist ja eigentlich das Gleiche, nur ein bisschen, bisschen anders. Ja. Weil schwarzer Dachhimmel ist ja alles da. Ich suche gerade wirklich. Ich habe mich gewundert, dass im Fastback gerade die Knöpfe hier nicht blau waren. Hast du gesehen? Die waren dunkel. Die waren schwarz. Echt? Also grau waren die. Ja. Komm, wir gehen mal rein. Setz dich, bitteschön. Jo. Hast du schon, sind das die Farben? Ja, ich habe mal ein bisschen vorbereitet. Geil. Könnte Grau Metallic anbieten. Der neue Farbton, dann allerdings Uni. Ja, finde ich gut. Das Performance Blue habe ich nicht als kleines Muster. Ist aber auch das raus beim Fastback. Ist raus? Okay, das wäre Oder? die Farbe. Also als Fastback finde ich es irgendwie... Was wäre deine Favoritfarbe? Meine Farbe wäre die neue Farbe, Shadow Grey. Ja, meine Ich auch. finde es cool. Es gibt bei Audi so einen ähnlichen Farbton. Schwarz? Das Uni? Oder Metallic? Nee, Mineraleffekt. Ja, okay. Dann weiß, ne? Und mit dem roten wart ihr gerade unterwegs. Hast du mal ein Bild von dem ganzen Auto in... Ah, da. Ja, da. Genau, bitteschön. Das wäre Shadow Grey und das wäre dann mit Panoramadach, wonach du vorhin gefragt hast. Hast du ein Bild von innen oder außen, wo das Dach mal so ein bisschen... Ah, das ist das Dach, ne? Genau, da ist das Dach. Das ist dann komplett schwarz durchgängig bis hinten hin. Ja. Das habe ich gestern im Konfigurator gar nicht gefunden. Da war nur ein Foto von dem Schiebedach. Ja, wie gesagt, von innen ist es auch ein Schiebedach, von der Größe her. Er wird ein bisschen gemogelt Ach von der Optik so. her. Das heißt, das Panoramadach ist beim Fastback nicht so groß wie bei dem Hatchback, den ihr gerade gefahren seid. Kannst du mal zeigen, das Konfiguratorbild? Beziehungsweise, wenn du mal weiter blätterst, müsste da gleich auch ein Bild Geil kommen. aus, ne? Das habe ich gar nicht gesehen. Man kann die Öltemperatur auch da anzeigen. Ja, du hast im Bordcomputer sehr viele Funktionen. Kannst Weil im man sich immer hier drauf Bordcomputer- konzentriert, aber das ist da dann auch Ja, drin. Ne? da ist es auch drin, da ist es kleiner dargestellt. Du kannst im Bordcomputer vom Lenkrad aus Rundenzeiten stoppen. Du kannst dir die G-Kräfte dort auch klein anzeigen lassen, ansonsten auch groß auf dem Bildschirm. Aber wenn's Ja, das alles, Auto- was man so braucht. Richtig. G-Kräfte, Ja. Rundenzeiten. Aber wenn ihr euch für so ein Auto, oder eher gesagt du für so ein Auto entscheidest bei Abholung, schauen wir uns alles ganz in Ruhe gemeinsam an. Findest du nicht auch, dass es zu billig ist? Das Auto? Ja. Ich sag mal, wir müssen... Musst du viel verhandeln mit Kunden? Nein, wir sind ein großer Händler, wir haben große Kontingente bestellt, bei uns macht es einfach die Masse. Und das Produkt ist einfach sehr gut. Ja. Oder große, eine andere Frage. Musst du wirklich groß überreden? Nein. Das Nein, Auto- wenn das der hier Auto- reinkommt, Ja, das Auto wird über Emotionen gekauft, die Leute sind gut vorbereitet wie du, die Leute wissen häufig, was das Auto kann, die Leute gucken viel bei YouTube, nicht nur deine Kanäle, sondern auch viele klar. andere Testberichte und ja, der schneidet einfach sehr gut ab. ja, es fährt ja. Ich fahre vom Hof, fahre da hinten bei McDonald's da um die Ecke und du merkst halt schon Lenkübersetzung, Stabilität, Vorderachse, Dämpferpaket, Reifen. Du merkst halt einfach, hey Kollege. Und viele andere, ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, wie ich das so fühle. Bei anderen Autos, da gebe ich den Lenkbefehl rein und ich merke so, hey, gut, er versucht das gut sportlich zu machen. Aber du merkst, dass die Gene in dem Auto echt viel solider sind. Da wackelt nichts, das ist wie ein CNC gefrästes Teil oder einer hat ein guter Holzmeister, schnitzt dir ein Holzbrett. Ja. So fühlt es an. Das Holzbrett macht seinen Job, Ja. aber der CNC gefräste Apparat ist ein viel präzises, viel genauer. Der So hat fühlt sogar sich das vorne an. eine Differentialsperre verbaut. Ja, habe ich schon gesehen. Ne? Genau, dort siehst du das Schiebedach. So klein ist das von innen. Ich glaube, dann würde ich verzichten. Würdest du verzichten? Ja, ich Man glaube, könnte der Optik halber natürlich das Dach hochglanz schwarz. Nein, polieren. darum, das ist nicht. Also ich glaube, dann würde ich kein Dach nehmen. Dann wird es auch ein bisschen günstiger, ne? Jo, 1100 Euro. Ja, dann nehme ich kein Dach. Navigation sagtest du auf Ja, auf jeden Fall. Die Komfortsitze, also das Komfortpaket Das kostet wie viel? Memory-Sitzen 1700. Und das hat dann was? Elektrische Sitze. Beifahrer, Fahrer? Ja, Memory-Sitze für Ja. den Beifahrer, Lendenwirbelstütze und die Oberschenkelauflage ist auch ausziehbar. Automatische Absenkung, wenn ihr den Rückwärtsgang einlegt, senkt er die Spiegel ab, damit du den Bordsteinkante besser siehst. Ja. Jo, habe ich was vergessen? Aber der Sitzbezug ist der gleiche wie Nicht-Komfortpaket. Nee, ist ein etwas anderer. Und du hast die Kombination Stoff und Leder. Das heißt, an den Nee, Außenwand... dann nehme ich den Komfort, das Komfortpaket. Ja, Komfortpaket mit rein. Wie schaut es hinten mit der Strebe aus? Die auch. Die auch, okay. Die muss, okay. Aus Racecar. Ja. Kein Panoramaschiebedach, die Domstrebe, Komfortsitze. Mehr kann ich eh nicht auswählen, Und ne? Navi. Und Navi. Und Navi. Genau. Navi für 600. Entschuldigung. Soweit einverstanden? Bist du hier?
Die sind da grau jetzt. Freue mich. Aber ich sehe diesen Kauf wirklich einen ganz klaren Community-Kauf. Ja, auf jeden Fall. Plus, es macht mir ja selbst auch Spaß. Das Auto ist echt geil und es fährt geil. Es kostet nicht so viel und wir können richtig durchdrehen mit dem Ding. Uns ist laut Serie. Ja, okay. Du guckst, dass das Auto schnell kommt. Ich bemühe mich, gebe mein Bestes. Navi, Komfortpaket, kein Schiebedach, Domstrebe. Exakt. Vielen, vielen Dank für euren Besuch. Ja, ich alles hab zu Gute. danken. Danke sehr. Tschüss. Sehr gerne. So, wir dackeln los, ja? Wir bleiben in Kontakt. Okay, tschüss. Vielen Dank, schönes Wochenende. Ja, ciao. Danke euch. Ciao. Tschüss.